Mal schauen, ob das was wird hier. Jetzt habe ich mir eine Messerschleifmaschine gekauft. Und nein, dieses Video ist nicht gesponsert. Das habe ich aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Aber ich befürchte, ich habe zu viel bestellt. Ja, alle diese Sachen hier teilweise, dieser Stein, die Leere und diese Paste sind, glaube ich, im Set enthalten. Ja, dann machen wir das Video mal auf. Eine Gebrauchsanweisung, der Marker, eine Gebrauchsanweisung in verschiedenen Sprachen, Garantiezertifikat, oh ja, eine schöne Broschüre hier, ein cooler Aufkleber und die Maschine. Und dann, das habe ich mir schon gedacht. Dieses hier, das ist der Stein, den habe ich doppelt bestellt, weil ich nicht wusste, dass der im Set enthalten ist. Dann haben wir hier diese Leere. Das wusste ich auch nicht, dass die im Set enthalten ist. Die habe ich bestellt. So, das kann ich wieder zurückschicken. Dann gibt es hier ein extra Öl und diese Paste. Diese Paste habe ich mir auch extra bestellt, weil ich nicht wusste, dass die mit dem Set enthalten ist. Der Schleifstein. Versuche ich jetzt mal rauszuholen. Was ist das hier? Oh ja, das ist ja süß. Guck mal hier. Da sind Pflaster drin. Falls du dich mal verletzt mit dem scharfen Messer. Cool. Ja, ja. Tomek denkt an alles. Dann holen wir raus, das Schätzchen hier. Oh, guck mal hier. So, das ist die Maschine. Und ja, das war's. Jetzt versuchen wir das Schätzchen mal zusammenzubauen. Das ist der Stein. Hier ist, oh ja, Linksgewinde. Der Stein kommt hier rein. Hier war so eine Schutzhülle drauf. Die kommt ab. Der Stein kommt hier drauf. Dann wird mit Linksgewinde wieder zugeschraubt. Ganz leicht. Es zieht sich selbst zu. So. So, ja. Also, ich habe den Stein hier und diese Leere und die Paste gekauft und das war nicht notwendig. Weil im Set enthalten sind diese Paste, ein extra Öl für das Leder hier und diese schöne Leere, die mit Magnet dann ausgerichtet ist, wie so hält. So, ja, stimmt, ja. Und das finde ich ja süß hier mit den Pflastern. Ja, und der Stift, nicht zu vergessen. Dann heißt es gleich einfach mal probieren. Ich mache die einfach mal an, mal gucken, wie es sich anhört. Strom. Ja. Oh. War wirklich sehr leise. So. Sehr schön. Testen. Ja, das ist die Maschine hier. Mitgeliefert mit der Maschine werden diese Schleifpaste hier, das Ölfilzstift, die Schablone hier, die magnetisch ist. So. Extra Pflaster, falls man sich schneidet. Ein Schleifstein und natürlich Informationsmaterial. Diese 3 Jigs hier, die habe ich mir extra gekauft. Das ist einmal ein Jig für eine Schere, einmal für lange, schmale Messer und für die kleineren Messer. Jetzt werden wir die Maschine mal vorbereiten. Ich habe sie schon mal in den Strom gesteckt. Läuft auch schon.
Ich mache hier schon mal ein bisschen Platz. So, als allererstes werden wir den Lederriemen oder die Lederscheibe einölen mit diesem speziellen Öl. Da werden wir das erstmal hier aufmachen. Da kann man also ruhig laut Hersteller 2/3 dieser Tube verbrauchen, um die Lederscheibe, die Lederabziehscheibe ordentlich mit Öl zu tränken. Am Anfang ist sie sehr durstig. Das sieht dann so aus. Etwas mit dem Finger leicht bestreichen. In etwa so. Falls man davon nichts mehr hat, kann man auch Nähmaschinenöl nehmen und das mit Nähmaschinenöl nachfetten. So, jetzt hat das Leder genug Zeit, das Öl aufzunehmen. Was wir jetzt machen werden, wir werden die Schleifscheibe hier, den Schleifstein, schon mal etwas wässern und da Wasser einfüllen. Das machen wir auch gerne im laufenden Betrieb, weil die Scheibe sich gerne vollsaugt mit Wasser. So. Ganz schön durstig der Stein. Ich habe jetzt knapp 0,8 Liter eingefüllt. Ich denke mal, das wird reichen. Ja, das sind dann die Vorbereitungen, die man erstmal trifft, bevor wir dann gleich loslegen. Übrigens diese kleine weiße Hülse hier, die auf dieser Welle steckt, nicht wegwerfen, weil wenn man später mal größere Werkzeuge oder Messer mit der Lederscheibe abziehen möchte und dann hier den Platz nicht hat, kann man diesen Schleifstein hier abmontieren und damit die Welle nicht sich hin und her schiebt, sollte man dann diese Hülse aufstecken und mit der Mutter wieder festziehen, sodass die Welle fixiert ist. Also dieses Teil hier, was original auf der Welle steckt, bevor man den Schleifstein drauf montiert, sollte man diese kleine Hülse hier nicht wegschmeißen, behalten. Ein wichtiger Tipp. Ja, das sieht doch ganz gut aus hier. Schleifen werden wir dieses Messer hier. Wir werden es zum Messer hinschleifen und später mit dem Riemen abziehen vom Messer weg. Ich werde einmal demonstrieren, wie scharf dieses Messer ist. Also es ist stumpf. Es ist ein altes Küchenmesser. Keine Chance. Das werden wir jetzt mit diesem Jig hier schleifen. Zum Einspannen nimmt man hier einige Millimeter
Man nimmt diese Spitze hier und dieses Ende als Parallellinie zum Jig, schraubt das hier etwas an und fixiert das mit dieser Schraube, nur handfest. Und man muss schauen, dass diese Linie hier parallel verläuft. Diese Linie hier. So, sollte das nicht der Fall sein, dann kann man hier nochmal öffnen und das eventuell justieren. Jetzt steckt das Messer gut in diesem Griff hier. Schleifen werden wir so, entgegen der Laufrichtung. Und als allererstes werden wir jetzt hier den Winkel einstellen. Einstellen tun wir das mit dieser Leere. Wir haben hier den Durchmesser dieser Scheibe hier. Die Scheibe ist neu und hat 200 mm Durchmesser. Fixieren das hier. Und dann wollen wir das Küchenmesser, das länger scharf hält, mit einem Winkel von 40 Grad schleifen. Das bedeutet 20 Grad auf jeder Seite. Dann stellen wir den Winkel hier von 20 Grad ein. In etwa so. Wir nehmen die untere Skala. Die obere Skala ist für den MB100. Also wichtig ist hier die 200 mm Durchmesser des Schleifsteins und hier die 20 Grad, den 20 Grad Winkel für die eine Seite des Messers. Jetzt werden wir hier einmal das hier aufsetzen und dann sehen wir, dass der Winkel noch nicht stimmt. Jetzt kann man es hier an dieser Schraube justieren. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier ungefähr den Winkel auch erreichen. Das war etwas zu viel. Stellen das etwas höher. Hier. Das wären die 20 Grad. Jetzt können wir diese Feststellschrauben hier festziehen auf beiden Seiten. Wir werden erst den Stein leicht abziehen und zwar mit der rauen Seite hier. Dieser Stein hat eine feine und eine raue Seite. Auch den Rand etwas abrunden. So, und dann beginnen wir mal zu schleifen. Wichtig ist, dass wir an dem Wasser schauen, dass das gleichmäßig läuft. Ja, hier hinten müssen wir noch ein bisschen mehr. Jetzt füllen wir hier hinten auch die Kante. Jetzt können wir das Messer umdrehen. Das gleiche von der anderen Seite.
So. Zum Abziehen mit dem Leder drehen wir die Maschine jetzt um. So. Und benetzen die Scheibe mit dem mitgelieferten Paste hier. So. Jetzt wird die Schneide aufpoliert und der Grat wird entfernt. Ich mache das jetzt zum ersten Mal heute. So. Ja. Dann schauen wir mal, wie das Messer schneidet. Man nimmt erst einmal ein Brettchen hier und zieht das einmal leicht drüber. Doch, es ist scharf. Ja, Fazit. Die Maschine ist sehr einfach zu bedienen. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Natürlich fehlt noch ein bisschen Übung. Also scharf ist es jetzt. Ja. Ich finde es gut. Hat sich gelohnt. Ich würde sagen, bis dann, euer Nick.